In Mexiko tobt ein blutiger Drogenkrieg zwischen Militär und verfeindeten Kartellen. To the leaders of the Sinaloa cartel, you are no longer the hunters, you are the hunted. Das Epizentrum Culiacán, Sinaloa. In 20 Tagen verschwinden hier mehr als 190 Menschen, Männer, Frauen und Kinder. Wir suchen in Mexiko nach einem Vermissten. Wir sprechen sogar mit dem Kartell. Do you know this person? Und suchen nach Beweisen für sein Verschwinden. Hier ist ein Knochen. Ich bin Clara, ich bin Reporterin für Crisis und ich nehme euch hier mit auf die Reise durch Mexiko. Wir gehen heute auf die Suche nach Leichen. Wir sind jetzt in Culiacán und treffen uns gleich mit Renalda. Renalda sucht nach ihrem Sohn Ernesto und wie so viele hier in Mexiko wurde er vom Kartell gekidnappt und verschleppt. Do you think we're in danger while we're here in Culiacán? Well, it's very dangerous. The two cartels, Bayos and Chapos, are fighting. They're clashing to each other. They can do it anywhere, anytime. The truth is, anything can happen. You never know what you're gonna get. Und es könnte natürlich sein, dass wir so einfach zu viele Fragen stellen und damit unangenehm auffallen. Also wir werden auf der ganzen Reise hier extrem aufpassen müssen, dass wir das Kartell nicht verärgern und nicht selber zur Zielscheibe werden. Renalda wohnt in einem der ärmsten und gefährlichsten Viertel von Culiacán. Als ihr Sohn Ernesto verschwunden ist, war er gerade einmal 16. Desde un principio, a las 2 horas que él desapareció, pues nosotros empezamos a buscar y buscar y buscar y pues no hemos dejado de buscar. El Neto ya cumple casi 5 años ahorita en diciembre. Y la única pista es que a él se lo llevó un municipal y... Bei der Suche findet Renalda immer wieder Leichen von anderen Vermissten. Aquí fue la última búsqueda que se encontró, que fueron 5 puntos de restos y acá se han encontrado 3, 5, 6, 7, 8 cuerpos. Wir fahren jetzt in ein richtig gefährliches Viertel, viel stärker bewacht. Renalda sagt, fast alle Verbrechen, die hier stattfinden, finden in diesem Viertel statt, in das wir jetzt fahren. Voy a hacer una llamada, porque necesito que alguien me siga. Neris, ¿cómo estás? Neris, te voy a mandar mi ubicación para que me sigas. Su mano como que se secó más rápido y ya di cuenta que la mano la tenía por fuera. What did she say? Basically, it was a hand, like, you know, coming from the ground. Like just a real hand, not real. just the skeleton. No, just the real hand. And the hand still had some meat, rotten meat. Was it just the hand or the whole body? Era todo el cuerpo, ¿verdad? Sí, todo el cuerpo. Yeah, it was just the entire body, but just the hand was coming out. Wir müssen uns jetzt halt darauf einstellen, dass da, wo wir hinfahren, wir Leichenteile finden oder Leichen finden. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man sich darauf vorbereiten soll. Me das la varilla a mí. Da cuenta que esta varilla tú la metes en un lugar donde pueda haber fosa y todo tu cuerpo lo aplastas y se mete y le das vuelta y le das vuelta y la sacas y la hueles. Y ahí sabes si hay una persona. How does a rotten body smell? ¿Has oído hablar cuando dicen que la muerte huele dulce? A mí se me queda en la boca. Y todo el tiempo traes el olor en la boca. Y duro hasta 3 días sin poder pasar la comida. La comida se te atora porque no puedes pasar comida. Cuando vengo a una búsqueda y encuentro, me paso atrás de la casa y me quito la ropa. Y me subo sin ropa, sin botas arriba y ya me baño. No puedo llegar con la ropa así al cuarto. Vamos a la fosa y ahorita checamos. Als Renalda erzählt hat, wie ein toter Körper, der verwest, riecht, hat sich richtig mein Magen zusammengezogen. Un hueso, un hueso, un hueso, un hueso, un hueso. Este.
Ich glaube, Renalda dachte, dass das vielleicht ein Knochen ist. Aber sie ist sich noch nicht sicher. Son muy chicos. Como de perro. Vamos a buscar la cabecita. Nomás para descartar. Ahí está, mira. Ahí está. Also es sind Tierknochen. Puh. Esta es la parte del perrito. Ich glaube, Renalda könnte inzwischen als Forensikerin arbeiten. Anscheinend hat Renalda jetzt noch etwas gefunden. Ist das Human Bone? No se sabe. Sí, el que determina es el antropólogo. Yo no soy experta. Also, wir können nicht sicher sein, ob das ein menschlicher Knochen ist. Aber es sieht ehrlich gesagt viel mehr nach Menschenknochen aus, als das, was wir vorher gefunden haben. Por Neto sí recibí como 300 amenazas. Ya no lo busques, ya no le eches culpa, no le eches culpa a nadie. When you come here and when you start digging, what's the feeling that you have? Is it fear or is it hope that you're gonna find something? Sientes una sensación entre cuando yo voy a encontrar algo, empiezas a sentir miedo. Miedo a lo que vas a ver, a lo que vas a encontrar. Y la mamá sí siente cuando su hijo está muerto. Y yo siento que mi hijo no está muerto. Ob Renalda mit ihrem Gefühl richtig liegt, das erfahren wir später vom Kartell. Yo sé que algún día voy a encontrar a mi hijo. Ay, yo soy bien llorona. Auf der einen Seite sucht sie hier in der Erde nach ihrem Sohn. Und das würde ja bedeuten, dass er nicht mehr lebt. Auf der anderen Seite hat sie die Hoffnung, dass er noch lebt. Und sagt, sie spürt es in ihrem Bauch, in ihrem Körper, dass er noch lebt. Das ist schon, das berührt einen schon sehr, muss ich sagen. De cuando Neto desapareció, Neto se fue peleado conmigo. Estamos peleados porque yo le decía a él que no anduviera en la calle. Aber wie kann es überhaupt sein, dass ein 16-Jähriger mitten am Tag in der Stadt verschwindet und nie wieder auftaucht? Aquí estaba la tortillería. Neto junto con 10 personas estaban haciendo fila ahí. Dicen que llegó, que la moto él la tenía aquí y que la patrulla llegó ahí y que preguntó la patrulla, el de la policía, el comandante se bajó y que preguntó que si de quién era la moto. Y dicen que el comandante saca al niño de la fila y se lo lleva para allá. Dass die Polizei in Culiacán korrupt ist und teilweise für die Kartelle arbeitet, das erfahren wir später noch aus erster Hand. Do you have any idea why they would take Neto? No tengo idea del por qué le pasó a Neto esto cuando Neto no hacía otra cosa nomás que trabajar. Era repartidor. Era repartidor. Solo sé que él, la moto que él traía, él la rentaba por semana, por 600 pesos. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich gerade denken soll. Das Kartell sucht sich seine Opfer eigentlich nicht wahllos aus, sondern meistens sind es Menschen, die auch selber in das Kartell involviert sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man als Mutter einfach grundsätzlich das Beste von seinem Kind glauben möchte, vor allem wenn dieses Kind verschwunden ist und man auf der Suche ist nach diesem Kind. Es halten immer mehr Leute an, beobachten uns und das ist wirklich langsam etwas besorgniserregend. Also wir wollen auch nicht zu viel Aufmerksamkeit hier kreieren, deswegen fahren wir jetzt schnell wieder weg. Hat Neto für ein Kartell gearbeitet? Wurde er deswegen zur Zielscheibe und verschleppt? Wir wissen ja nicht mal, ob er noch lebt. Uns bleibt nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen das Kartell treffen. Do you know this person? His name is Ernesto and he disappeared on December 8th, 2020. No, pues hay tantos. No lo conozco. Y te voy a decir con honestidad, nosotros nos secuestramos y cuando alguien se tiene que ir, lo recogemos y tratamos de dejarlo para que su familia lo vea. Hay grupos o compañeros todavía, o chavales, que no, son inhumanos. Algunas personas cometen injusticia. Algunos que no tienen experiencias hacen daño que no deben. Pues antes había códigos. El primero, el más importante era la familia. Si usted la debía, usted la pagaba. Se respetaban los niños.
Se respetaban las mujeres que no andaban, se respetaban los familiares, se respetaban los inocentes. Ya no lo pueden agarrar a usted y le matan a la familia y le matan a los... No puedo decir nada, pero con gusto, si usted quiere, déjeme un número y yo investigo, porque puedo hacerlo. Das war komplett irre. Du sitzt jemandem gegenüber, der uns ziemlich offensichtlich und ziemlich direkt gesagt hat, was mit uns passiert, wenn wir das Interview in irgendeiner Form nutzen, die ihm nicht passt, oder irgendetwas über ihn berichten, was ihm nicht passt. Porque yo respeto, pero si usted no me respeta, no hay problema. Que usted venga aquí a hablar conmigo de algo y que usted haga mal uso de estas cosas. Un ejemplo. Es war komplett irre, weil ich diesem Mann, der schon mehrfach für sein Kartell gemordet hat, meine Handynummer gegeben habe. ¿No entrevistaron a una persona policía? His name was Pancho. Donde a Pancho y a otras personas parece, no estoy seguro, pero parece que los mataron. Dead. And what happened? Pues algún grupo, creo que era un grupo rival. The other cartel. Yeah. Él me comentó acerca de algo, me encargó mucho, me encargó de lo que tú le dijiste. Yo no sé qué tan, por qué se interesó tanto en lo que le dijo Clara, que quería hacerlo por ella. Quería saber dónde estaba ese chaval. Hablé con mucha gente, hablé con muchos pistoleros, hablé con muchos sicarios, hablé con muchos halcones, hablé con muchos policías y no he podido hallar una pista de este. Honestamente te puedo decir que vivo no está. But we don't have any proof. No tenemos pruebas. Okay. No tenemos pruebas, pero como yo sé el trabajo. Sí. Yo sé el trabajo, yo sé mi trabajo, yo sé cuando la posibilidad de cuando una persona está viva y cómo puedo hacer para saber. Pero le voy a decir, por desgracia, la policía trabaja con carteles. Y a veces, te voy a decir, a veces no son policías, andan con el uniforme y las patrullas son clonadas. Y por lo regular es lo que andan haciendo, levantando gente nomás. Wir haben versucht, die Infos des Kartells zu verifizieren. Unsere Quelle in Mexiko sagt, keiner kann Pancho erreichen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er tot ist. Warum er uns geholfen hat, können wir nur mutmaßen. Vielleicht wollte er sich wichtig machen. Vielleicht gibt es doch so etwas wie einen Kodex für Auftragskiller. Ein paar Tage später meldet auch Renalde sich nochmal bei mir. Sie hat 4 neue Gräber gefunden. Die Leiche von Netto war nicht dabei, aber die eines Mädchens, gerade so alt wie Netto, als er verschwunden ist. Nach dem, was wir herausgefunden haben, wird Renalde ihren Sohn wohl nie finden. Aber sie sucht weiter.